So, hallo, ich bin Rainer und ich wollte euch heute mal was Cooles zeigen. Wenn ihr mit Mikronährstoffen, Supplements viel macht, vielleicht bist du auch Therapeut, Coach, Arzt und so weiter, dann ist ein riesiges Problem, wenn man damit arbeitet und man nimmt jetzt nicht nur zwei, drei oder vier davon ein am Tag, sondern jede Menge und nutzt die vielleicht auch therapeutisch, versucht Longevity-Protokolle und so weiter zusammenzustellen, verliert man sehr schnell die Übersicht. Wir haben ja die Software entwickelt, eine Longevity-Plattform Ever, und heute will ich mal zeigen, wie ich die selbst nutze. Ich habe ja auch eine Epigenetik-Praxis, arbeite da als Coach und ich zeige euch mal, wie man hiermit sehr schnell jemanden ein paar Nährstoffe gut einstellen kann, effizient einstellen kann und wie cool das funktioniert. Also wir sehen jetzt hier erstmal das Dashboard. Hier haben wir den Hans Mustermann. Wir sehen hier sein biologisches Alter ist ein bisschen höher als sein chronologisches Alter. Das heißt, der muss ein bisschen was tun. Es gibt einen Phasenwinkel, das ist ein Marker für Zellgesundheit. Den kann man mit einer Bioimpedanzanalyse messen, habe ich hier bei mir auch in der Praxis. Geschwindigkeit des Alters, da gibt es auch verschiedene Tests. Der ist in dem Fall 1,2, also auch ein bisschen suboptimal sozusagen. Da muss auf jeden Fall was machen. Und nehmen wir mal an, der hat jetzt mittels Blutanalyse, Vollblutmineralanalyse oder auch mit Laserspektroskopie, mache ich hier sehr gerne, hat man festgestellt, ja, brauchen ein paar Mineralien. Wie machen wir das jetzt? So, und jetzt momentan sehen wir, das Ganze ist noch leer, da sind keine Protokolle drin. Jetzt machen wir mal was da rein. Und zwar sagen wir jetzt hier Protokoll anlegen. Und in dem Fall, weil ich das ja so oft mache mit Mineralien als Beispiel, dann nehmen wir einfach mal eine Template hier. Da haben wir jetzt eine Template und da sehen wir alle möglichen Sachen, die hier angezeigt werden. Dann tippen wir mal hier Mineralien. So, und da kommen auch schon hier ein bisschen Longevity-Protokoll, Mineralien. Das können wir uns anschauen. Ja, alles Mögliche da drin. Sieht gut aus. Das nehmen wir jetzt mal und dann sagen wir Protokoll verwenden und jetzt haben wir ein Protokoll hier drin. Und tatsächlich mit 10 Produkten sogar. Wir sehen jetzt hier, dass wir 10 Produkte haben. Wir haben 36 Nährstoffe, 3 Euro am Tag ungefähr. Okay, schauen wir uns mal an, was da drin ist. So, das sind jetzt so Vorlagen, die ich mir selbst erstellt habe. Das kann ich in Ever alles ganz cool machen. Und ja, jetzt gucke ich mal hier, das Chrom, ist Chrom drin? Da sage ich jetzt, das brauchen wir bei der Person hier nicht, das habe ich in der Regel nicht drin. Ja, Jod, eine Kapsel ist gut, die Person hat vielleicht ein bisschen wenig Jod. Kupfer brauchen wir auch nicht. Magnesium, 2 Kapseln nach dem Aufstehen, das macht Sinn. Die Person hat vielleicht ein bisschen wenig Magnesium. Vielleicht auch nochmal ein bisschen Magnesium für abends, nochmal ein anderes Produkt, eine andere Form. Und solche Produkte, die kann ich mir hier auch genau angucken. Ich kann jetzt hier sehen, dass hier zum Beispiel eine Beschreibung, Einnahmeempfehlungen, Nährstoffe, wird jetzt hier ein bisschen verdeckt von dem Video. Aber ich habe halt die ganzen Informationen, kann mich vielleicht auch informieren noch für ein paar andere Produkte und so weiter. Jetzt haben wir hier noch das Molybden, das brauchen wir auch nicht. Dann haben wir hier so ein Premium Minerale von Mitocare, 2 Kapseln morgens und abends, da ist so gut wie alles drin. Das nehmen wir auch rein. Selen brauchen wir nicht, also weg damit. Silizium, ja, haben wir mit Laserspektroskopie gemessen, ganz wenig Silizium da, schütten wir auch mal mit in den Mix rein. Und Zink brauchen wir auch nicht. So, jetzt haben wir ein kleines Protokoll zusammengestellt, mit 5 Produkten. Kostet 1,93 € pro Tag. Wenn der Klient oder Patient fragt, was ist denn das pro Woche oder pro Monat, top, 57 Euro, das passt. Wir gucken nochmal drüber, wir sehen jetzt hier das Jod, Magnesium, noch ein Magnesium, ein paar Minerale und Silizium. Wenn jetzt der Klient, Patient fragt, wie sieht das denn aus, was muss ich denn da einnehmen, dann haben wir hier einen automatisch generierten Einnahmeplan. Da sehen wir hier im Prinzip ein paar Sachen nach dem Aufstehen.
ein bisschen was vorm Schlafengehen und dann abends. Also nicht so viel. Hier sieht man nochmal die Wochenübersicht. Ne? Das war's. Jetzt könnte man als Therapeut, wenn man das gemacht hat, sagen, ja cool, wenn jetzt die Person zum Beispiel nicht so internetaffin ist oder vielleicht älter und kennt sich nicht so gut damit aus, dann könnte man das jetzt ausdrucken und es gibt das der Person mit und dann ist es fertig. Da stimmen dann umfangreiche Infos noch darüber drin, was man alles beachten sollte, alles automatisch generiert. Und ich kann natürlich auch noch mal gucken, was so genau jetzt hier in diesem Protokoll zusammenkommt. Das ist eine tägliche Übersicht, jetzt zum Beispiel mit diesen ganzen Mineralien. Wir sehen jetzt mit dem Jod haben wir 161 Mikrogramm. Da wollen wir mal gucken. Okay, das kommt jetzt hier, sieht man schlecht, aus den Premium-Minerale raus. Sonst hatten wir ja nichts. Also da ist schon ein bisschen was an Jod drin. Ein therapeutischer Bereich von 100 bis 16.000 Mikrogramm, naja, das ist recht unten. Da könnte der Therapeut jetzt überlegen, ob vielleicht noch mehr gebraucht würde, aber da sollte man messen und sich dann überlegen, ob sowas Sinn macht. Ne? Das mal auf die Schnelle. So habe ich jetzt innerhalb von kurzer Zeit hier so einen schönen Plan zusammengestellt. Bin jetzt fertig. Wir haben nochmal drüber geredet, das besprochen, das passt alles. Dann sage ich hier einfach jetzt mit Klient teilen und dann kann ich jetzt hier die E-Mail-Adresse eingeben und schicke das weg und dann kriegt der Patient oder Klient gleich eine schöne E-Mail geschickt. Da steht das nochmal drin, kann sich dann registrieren bei Ever und kann sich das dann alles anschauen, vielleicht ausdrucken oder vielleicht halt auch in der App dann managen, Übersicht behalten, Erinnerungen bekommen und so weiter. Das hat jetzt gedauert, es ist ein einfaches Beispiel, da waren jetzt 5 Sachen drin. Das habe ich jetzt hier in ein paar Minuten zusammen gemacht. Ne? Wenn ich jetzt komplexere Sachen habe, meinetwegen mit 3, 4, 5 Protokollen und noch, keine Ahnung, 10, 15 Produkten, das geht einfach so schnell. Ich bin da immer selbst überrascht, wie effizient das funktioniert. Ich gucke mir es dann nochmal an, bespreche es jetzt mit dem Patient, Klient und wenn das alles passt, wird es geteilt. Und dann bin ich in kurzer Zeit fertig, keinerlei Nachbearbeitung mehr, ist alles erledigt. Die Dokumentation, die jetzt dann rausgeschickt wird, ist sehr umfangreich. Das heißt, viele Fragen, die dann normalerweise hochkommen, die kommen dann gar nicht mehr hoch, weil die dann in dem Sinne schon beantwortet werden. Und so hat dann der Patient oder Klient wirklich was in der Hand. Ist was Sauberes, es sind keine Zettel mehr oder irgendwelche Tabellen, sondern sieht genau, was jetzt eingenommen werden muss, kann die Sachen natürlich auch gerne bestellen, das geht auch. Da gibt es Links zu den Herstellern oder wenn jemand einen eigenen Shop hat oder wie auch immer, das geht alles auch. Ne? Und so habe ich einen hohen Erfolg dann letztendlich auch, dass diese Nährstoffprotokolle ausgeführt werden. Das war mal jetzt wirklich auf die Schnelle. Und wenn dich das interessiert und du willst das selbst mal ausprobieren, es gibt momentan einen Early Access, wo du dich bei Ever registrieren kannst. Der Link ist hier drunter. Und dann kannst du selbst mal damit rumspielen und schauen, ob das vielleicht was für dich ist. Aber auch wenn du nicht Therapeut bist, kannst du auch so als Privatanwender sozusagen auch Zugang bekommen und dann kleinere Protokolle auch mit anlegen. Schau mal rein und ich werde da demnächst noch mehr drüber reden, was man da alles mitmachen kann.